Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Familie Elektrisiert. Ich bin Manuel und ich freue mich ja immer, wenn das Thema Elektromobilität etwas weiter gefasst wird und sich meine Videos nun nicht nur um Autos drehen müssen, sondern ich auch mal was ganz anderes ausprobieren, testen oder zeigen darf. Heute befindet sich in der Kiste hinter mir wieder ein Pedelec und zwar das Engine X von Engve. Und ich habe das Gefühl, dass ich euch zu diesem Bike, Pedelec, was auch immer erzählen kann, was ihr bis jetzt in keinem anderen Video auf YouTube gesehen habt. Wesende Transparenz und so. Ich darf das Pedelec nach dem Test mit allen steuerlichen Konsequenzen behalten. Trotzdem werde ich aber ehrlich meine Meinung kundtun. Pros und Cons knallhart benennen und am Ende des Videos auch versuchen zu sagen, wer sich dieses Pedelec kaufen sollte und wer vielleicht eher nicht. Wer sich aber das Pedelec jetzt schon zulegen will, weil er das jetzt schon so toll findet, ja, der kann unten in der Videobeschreibung den Link anklicken und mit dem Code Familie nochmal einen Fuffi sparen. Außerdem freue ich mich natürlich über ein neues Abo. Wenn ich ein Pedelec teste, dann kann man davon ausgehen, dass es so einiges aushalten muss. Wenn ich so eine Anfrage bekomme, also sowas zu testen, dann checke ich natürlich erstmal, was das Bike so aushält und ob es mich mit 2,2 Meter und einem Gewicht von Kilogramm, ein Zug, wirklich, ob ich dann damit fahren sollte. So auch hier. Das Engve Engine X E-Bike ist für Fahrer von etwa 1,60 Meter bis 2 Meter Körpergröße geeignet und hat ein Zuladungsmöglichkeitsgewicht von 150 Kilo. Ich sag mal so, ich befinde mich für beide Fälle in einem Toleranzbereich unter 5%. Das passt also. Aber was macht das Engine X nun besonders oder was sind die Key Features? Zunächst einmal bietet die leistungsstarke 48 Volt 13 Ampere-Stunden Batterie zusammen mit dem 250 Watt Motor eine beeindruckende Reichweite von bis zu 120 Kilometer im Unterstützungsmodus. Ich spoilere mal an dieser Stelle, mit meinem Gewicht und der topografisch eher anspruchsvollen Umgebung im Bergischen Land wird das nichts. Die 20x4 Zoll großen Fat Tires, also Reifen, garantieren auf jeden Fall eine optimale Traktion und Stabilität. Nicht zuletzt sorgt natürlich auch die Federung, die haben hier so einen Fully, für verbesserten Komfort und Kontrolle, was besonders auf unebenem Gelände natürlich von Vorteil ist. Also ein Fully Pedelec mit dicken, wenn auch etwas kleineren Reifen. Und natürlich das absolute Highlight, es lässt sich dann mit wenigen Handgriffen auch zusammenfalten. Also hier zum Beispiel erstmal der Lenker, den ich hier so einklappen kann. Dann auch die Pedale, die sich hier einklappen lassen. Auf beiden Seiten natürlich und natürlich letztlich hier der gesamte Rahmen. Und das ist nicht ganz so einfach, aber wenn ich jetzt noch den Ständer hier tatsächlich mit eingeklappt hätte, wäre es auch einfacher gegangen. Ja, es ist ein bisschen unhandlich, das kann ich direkt sagen, aber es lässt sich auf jeden Fall auf ein geringes Packmaß tatsächlich zusammenfalten. Aber man sollte halt, wie gesagt, bedenken, dass das Bike auch nicht ganz leicht ist. Aber es ist ein echtes Plus, wenn es natürlich darum geht, das Ding zu lagern oder halt zu transportieren. Mit knapp 30 Kilo ist es vielleicht besser, es zu zweit in den Kofferraum oder auch in das Wohnmobil zu heben. An einem Freitag wurde es aus einem Lager in Polen mit DPD losgeschickt und kam dann am darauffolgenden Mittwoch sicher, also sehr sicher, ich habe die Kiste eben gezeigt, bei mir an. Das fand ich schon mal richtig super, also Versand und Verpackung, 1 mit Sternchen. Ich habe dann abends meine Frau noch überredet, mit mir das Fahrrad im Wohnzimmer aufzubauen. Sie hat sich natürlich irgendwie total gefreut und gebraucht haben wir dafür ca. 1 Stunde. Grob gesagt montiert man erst die Lenkerstange, den Vorderreifen, Beleuchtung, Sattel, Schutzbleche, Pedale und natürlich den Gepäckträger. Das nötige Werkzeug liegt übrigens dabei, aber ein Ratschenkasten mit einem Winkelaufsatz, ja, der ist definitiv ein nützliches Hilfsmittel. Aber falls ihr sowas jetzt nicht habt, ja, ist das beiliegende Werkzeug auch völlig ausreichend. Dauert dann vielleicht nur noch ein bisschen länger. Das Ladegerät, das lädt den 624 Wattstunden Akku, der sich übrigens, wenn man das Fahrrad halt knickt oder faltet, herausnehmen lässt, mit 120 Watt. Und so ist dieser nach etwas mehr als 5 Stunden voll. Ja, und dann kann es natürlich auch direkt mal losgehen und wir testen das Fahrrad mal im Alltag. Über das Laden habe ich euch ja eben schon was gesagt, aber ich möchte euch noch den Ladeanschluss zeigen. Und zwar verbirgt er sich hier, was heißt, er verbirgt sich nicht, also der ist wirklich sehr gut erreichbar. Hier können wir das Ganze einfach hier den Schmutz- und Spritzschutz entfernen. Ja, und dann kann man hier das Fahrrad aufladen. So, ein paar Fahraufnahmen möchte ich euch zeigen. Und bevor wir damit loslegen, muss man allerdings noch eine Sache bedenken. Es gibt hier nämlich einen Schlüssel
für dieses wunderschöne Fahrrad. Und der Zugang zu dem Schlüsselloch ist leider etwas kompliziert. Der ist nämlich hier drunter, aber es ist auf jeden Fall ja schon mal eine sehr gute Diebstahlsicherung auch. Ja? Also den Schlüssel sollte man halt, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, nicht unbedingt stecken lassen. Und das Ganze befindet sich nämlich leider von unten gesehen unter dem Rahmen hier. Hier ist tatsächlich das Schlüsselloch. Ja, und da müssen wir dann halt den Schlüssel einmal drehen. Und wir können hier oben unser Display jetzt auch endlich freischalten. Das war vorher tatsächlich nicht möglich. Und damit ist das Fahrrad ja an. Und damit kann es dann auch losgehen. Der liebe Norman, der begleitet mich ein bisschen als Kameramann auf einer kleinen Ausfahrt. Und dann seht ihr mal, wie das Fahrrad sich so verhält, auch im Matsch. Und dafür haben wir das perfekte Wetter tatsächlich. Also wir werden jetzt richtig schmutzig und das Fahrrad hoffentlich auch. Und dann viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ich bin mit dem Engine X ein paar Mal ins Büro, in die Nachbarstadt zu meiner Mutter oder auch Offroad natürlich ein bisschen unterwegs gewesen. Und besonders im Gelände merkt man natürlich die Vorteile der tollen Federung und der 4 Zoll Flat Tires. Dicken Reifen. Schlamm und Matsch stellen einfach kein Problem dar. Selbst bei langsamer Fahrt kommt man gut durch schwierige Stellen. Im Engine X E-Bike wird die Motorunterstützung durch einen Drehzahlsensor geregelt. Das bedeutet, dass das System die Geschwindigkeit misst, mit der ihr in die Pedale tretet. Dadurch wird die Motorleistung aktiviert, sobald ihr anfangt zu pedalieren. Das führt zu einer gleichmäßigen und ziemlich vorhersagbaren Unterstützung. Allerdings ist diese Art der Steuerung weniger sensitiv im Vergleich zu Systemen mit Drehmomentsensoren, die die Kraft messen, die ihr auf die Pedale ausübt. Dadurch könnte das Fahrgefühl natürlich jetzt hier etwas weniger natürlich wirken, insbesondere beim Anfahren und auch auf Steigung. Am besten ist aber, man probiert es tatsächlich einfach mal selber aus, wie einem hier die unterschiedlichen Antriebe gefallen. Einmal habe ich mich auch richtig auf die Nase gelegt, weil ich dachte, es wäre klug, bergauf im kleinsten Gang mit Stufe 5 loszufahren. Mir ist das Fahrrad dann so richtig unterm Hintern weggerutscht, weil ich halt relativ schnell getreten habe und dann relativ viel Leistung kam. Im Display sieht man übrigens, welche der 5 Unterstützungsstufen man gerade nutzt. Tatsächlich ist es so, dass man damit eigentlich die Geschwindigkeit einstellt, die das Engine X dann geben soll, sobald man halt ein bisschen in die Pedale tritt. Die erste Stufe unterstützt bis zu 12 km/h, die zweite 15, die dritte 20 und die vierte bis 25 km/h. Die fünfte... Weiß ich nicht, Digga. Ansonsten sieht man in dem leider nur monochromen Display natürlich die aktuelle Geschwindigkeit, den Akkustand und kann das Licht an- und ausschalten. Aber auch die insgesamt gefahrenen Kilometer kann man ablesen. Ja, das Engine X hat hier einen Gasgriff. Der hilft einem aber auch nur beim Schieben und beschleunigt das Pedelec dann auf satte 6 km/h. Aber Manuel, da geht doch sicher mehr. Kommen wir nachher noch zu. Wie gesagt, ist das Hauptfeature des Bikes, dass man es falten kann. Wir schauen jetzt mal, ob wir es tatsächlich in den Enyaq bekommen. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Engine X in den Enyaq X, naja, nicht ganz Enyaq hineinbekommen und falten es mal. Los geht's. Den Sattel mache ich mal einfach ganz ab. Pedale nach oben. Dann knicken wir mal das Lenkrad ein und dann den Rest der Bande. Und den Fahrradständer natürlich. So, da haben wir doch schon das gefaltete Päckchen. Und jetzt brauche ich aber, um das da wirklich unfallfrei reinzubekommen,
meine Frau, die mir hilft, das da reinzuheben. Weil alleine ist mir das ein bisschen zu schwer tatsächlich. So, da ist sie. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Und dann schauen wir mal. Ich habe das schon gefaltet, wie du siehst. Ja. Alles klar, dann machen wir mal. So. So passt es nicht. Also hochkant, genau. Warte mal, ich wechsle mal kurz die Kameraposition. Genau, also da passt es nicht von der Höhe, ne? Ja, aber Also wenn wir einfach hier hochkant. auf die Seite hier legen, weil hier ist ja extra dieser Schutz. Und hier ist ja auch das Pedal schon umgeklappt, dass man es Ja. hier auf die Seite legen Habe ich gemacht, ganz alleine, das Hast du Pedal. gut gemacht. Dankeschön. Das heißt, also auf die Seite können wir es gar nicht legen, ne? Ja, ich würde es nicht hier auf die Bremsen legen und die, Ja. und die Kabel, das fände ich, glaube ich, doof. So könnte es tatsächlich passen, ne? Ja, sieht gut aus. Hatte eigentlich jemand einen Tipp von meinen Enyaq-Freunden, wie man diese Matte immer hier festmacht? Und dann kann man Genau. Ja. Und wie man sieht, passt das Engve Engine X tatsächlich in den Skoda. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und irgendwo Fahrrad fahren. Das hätte ich nicht gedacht. Das hättest du nicht gedacht. Da siehst du mal. Ja, in ein Wohnmobil oder VW-Bus passt es natürlich ohne Probleme. Auch nimmt es in der Garage oder im Keller wenig Platz weg. Den Akku, den kann man auf jeden Fall auch noch rausnehmen, was das Gewicht dann auch etwas reduzieren wird. In vielen anderen Videos zu dem Engine X kann man sehen, wie man diverse Einstellungen in den Tiefen des Menüs vornehmen kann. Und natürlich, ja, wie soll es anders sein, habe ich das auch ausprobiert. Am spannendsten ist da sicherlich das Erhöhen der Unterstützungsgeschwindigkeit und die Benutzung des Gashebels zum Fahren, ohne überhaupt Pedale zu nutzen, also selbst zu strampeln. Ja, was soll ich sagen? All das geht nicht mehr. Ich habe wirklich viel versucht und viele Möglichkeiten, Videos mir angeguckt und es klappt einfach nicht mehr. Man kommt in die Menüs hier rein, wo man dann die Geschwindigkeit angeblich einstellen kann und so weiter oder auch den Gashebel zum Fahren, aber man kann die Einstellungen nicht mehr ändern. Ja, und damit sollte es aber, was positiv ist natürlich, hinsichtlich der Legalität, zumindest bei meiner Version des Engine X, hier kein Zweifel mehr bestehen. Mir wurde das Ganze auch nochmal via E-Mail bestätigt und ein Zertifikat gesendet, welches von Joe unterzeichnet war. Ja, und ob das dann nachher hilft, weiß ich nicht, aber man kann bei dieser Version des Engine X definitiv nichts einstellen, was die Nutzung im deutschen Straßenverkehr in Frage stellt. Kommen wir zu einem Fazit. Ja, wer braucht das E-Bike oder Pedelec? Ich würde sagen, Leute, die keinen Bock auf einen Fahrradanhänger haben oder ausreichend Platz im Auto besitzen. Oder wie gesagt, im Wohnmobil oder Wohnwagen. Da ist man dann auf dem Campingplatz oder auch für längere Touren am Urlaubsort wirklich sehr, sehr optimal ausgestattet. Wer jetzt auch selber nicht die 150 Kilo Belastbarkeit komplett ausreizt, also durch sich selber, der kann den Gepäckträger übrigens noch mit bis zu 25 Kilo belasten, wobei mir das stabile Ding eher den Eindruck vermittelt, noch mehr auszuhalten. Als Alltagsrad für mich ist es tatsächlich eher ungeeignet, denn ich brauche die Falltechnik einfach nicht und würde dann lieber ein Pedelec wählen, welches größere Reifen hat. Aber wie immer sind ja Bedürfnisse nun mal total unterschiedlich. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Engve Engine X mir auch Spaß gemacht hat und absolut robust und auch geländetauglich ist. Also auch für Leute, die halt irgendwie ein bisschen mehr wiegen als der Otto-Normal-Wieger. Und vielleicht ist ja so ein Pedelec der Beginn einer Freundschaft mit einem bewegungsreicheren Leben. Ich hoffe natürlich, diese kleine Vorstellung des Pedelecs Falt Fully E-Bike, was auch immer, hat euch gefallen. Und wenn ihr Bock habt auf so ein Ding, ja, dann gibt es natürlich, wie gesagt, den Link in der Videobeschreibung und mit dem Code Familie spart ihr nochmal 50 €. Ansonsten natürlich Abo nicht vergessen und nun viel Spaß beim Radeln und bis bald, euer Manuel von Familie elektrisiert.